gekocht. Diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar meine Schauspielkollegin Grazia Pergoletti. Und sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern sie ist auch Autorin und eine sehr, sehr coole DJ. Grazia Pergoletti! Grazia, schön bist du da! Ja! Super! Ich freue mich. Vor kurzem noch zusammen im U-Boot. Genau, wir haben nicht zusammen Submarine 8 zusammen gespielt in Bern im Schlachthaus. Wir kochen heute Lammrack mit gebraten mit Trüffeljus und weißes Risotto. Fangen wir an. Die Trüffel sind hier. Die habe ich gestern im Wald gefunden. Die waren wie freigespült. So, was ich zuerst mache, ich habe schon den Ofen vorgeheizt auf 60 Grad. Ich brate jetzt ganz scharf mal die Lammracks an mit Knoblauch und Rosmarin. Und dann können die sich da im Ofen vergnügen. Weil dann brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Diese Grazia, dein Vater war ja Koch. Und der konnte sehr, sehr gut Pasta machen. Was hast du gesagt? Pasta? Er war eigentlich Pasticcere, also gelernter Teigwarenmacher. Jesus Gott. Aus Assisi, Umbrien. Ja. Genau. Und dann kam er, wie so viele in den 50er Jahren, in die Schweiz und da hat er dann als Koch gearbeitet. Toll. Und hat dann da auch meine Mutter kennengelernt und ja, hat dann lange als Koch gearbeitet und hat nebenher in der Freizeit auch mit einem Freund in den 70er Jahren so im Prinzip den ersten Laden für frisch gemachte Teigwaren aufgezogen, so in einem Keller von einem Wohnhaus. Oh, wie toll. In einem Wohnquartier in Basel. Oh, wie toll. Haben sie da selber Ravioli gemacht und das war halt in den 70er Jahren was mega Neues. Ja. Und abends, nach Feierabend, haben die da dann immer noch Teigwaren gemacht. Oh. Ah, super. Ich glaube, das gibt es immer noch, das Paste Ines. Aber du hast dann als Kind die besten Teigwaren der Welt gegessen, dein Vater war wahrscheinlich. Oh. Das brätst du die scharf an und Dann kommen die hier rein und dann tue ich die im vorgeheizten Backofen auf 60 Grad, weil dann garen sie nicht weiter. Nur 60 Grad? Genau, 60 Grad, dann ist eigentlich der Prozess wie gestoppt und es bleibt schön saftig und halt warm zum Essen. Was hast du gestern gekocht? Das waren Tagliatelle mit Pulpo und einfach Knoblauch und Kräuter. Also mit Olivenöl und ja, so. Hier schon mal. Super. Ja, würde mal sagen. Ich mache auch oft Lammrack. Genau, es gehört zu Grazias auch Lieblingsrezepten. Ja. Deswegen haben wir heute uns für Lammrack entschieden. Ich mache ein bisschen mehr, weil man kann die auch gut kalt essen. Aber ein Freund von mir ist Koch, der Steff Dieter, der auch schon mal hier war. Und er hat dann gesagt, komm, wir machen noch ein paar ein, weil es so schön ist. Man kann es dann gut in so Terrinen machen. Oh, siehst du, die sehen jetzt ganz anders aus. Der Hund Louis Lagotto ist Lagotto. Ist jetzt erstjährig ungefähr. Oh. Also das ist erst ganz frisch. Ah, okay. Wir haben ja eigentlich das gleiche Kochbuch, ne, Grazia? Genau. Die klassische italienische Küche von Marcella Hazan. Genau. Die ist super. Ja, das ist ganz großartig. Das Tolle ist ja, dass sie, wenn es mir recht ist, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, lauter Rezepte gesammelt hat von Italienerinnen, alten Italienerinnen in New York. Ach wirklich? Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja toll. Das hat mir Katrin Brunner erzählt. Ja, das wird stimmen. Ja, dann muss es stimmen. Auf jeden Fall. Und daher sind die Rezepte auf eine Art wie konserviert. Es sind halt alte Rezepte, weil die diese Rezepte mitgebracht haben aus Italien. Und dann Gänsehaut. Ja, also dass das halt deshalb auch so interessant ist, weil das so ein bisschen unverfälschte Rezepte, wie Leute halt ihre Traditionen mitbringen und dann so weiterführen und die sich dann halt ein bisschen konservieren oder nicht so einfach weiterentwickeln wie im Heimatland. Ja, ja, genau. Mein Großvater zum Beispiel, der hat ja nur Minestrone gegessen, nichts anderes. Ach wirklich? Ja. Wie alt ist er geworden?
84. Ja, Minestrone. Minestrone. Ah, super. Hast du das Rezept? Ja, so ein bisschen Abgewandelt, im ja. Kopf. Ja, Also genau. nicht Und das so- musst du unbedingt aufschreiben. Was ist eigentlich dein liebstes Küchengadget? Diesen natürlich, Le Ja. Creuset. Ja, das genau. ist mein liebstes Ding. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich habe halt das Gefühl, wenn man darin kocht, dass die Dinge sich wie anders verbinden. Ich brate hier gerade Zwiebeln mit Butter und Olivenöl an und ein bisschen Salz. Ich mache es erst heiß und jetzt stelle ich es runter. Und jetzt muss das ungefähr 20 Minuten, dass die so richtig schön süß sind. Und dann fangen wir an. Gesund. Und das hat sich total bewährt. Also ich reibe es ein mit Butter und würze es. Ja. Dann tue ich es in den Ofen bei 220 Grad 10 Minuten. Dann stelle ich runter auf 180, nochmal 10 Minuten. Dann stelle ich ab und decke es zu mit Alufolie nochmal 5 Minuten, dass es so wie reinzieht. Und da wird es auch nie trocken. Ich habe so richtig kochen gelernt erst durch meine Tochter, weil man da halt so Routine kriegt, weil man immer wieder kocht und sie ist so eine leidenschaftliche Esserin. Da Ja? habe ich wirklich mega Glück und das spornt einem dann so an. Findest du schöner, für wen anders zu kochen oder für sich allein? Oh, Schnupfen. Geht auf Toilette. Beides, ehrlich Ja. gesagt. Mittlerweile beides. Früher habe ich für mich alleine mir nicht so Aufwand gemacht. Aber jetzt finde ich es auch in unserem Beruf, ich weiß auch nicht, ich finde es einen wahnsinnig tollen Ausgleich. Ich muss leider sagen, die Fleischbrühe habe ich nicht selber gemacht. Aber das ist diese berühmte. Diese berühmte, die es in der Schweiz gibt, von Sirocco. Aber dafür habe ich den Fond heute selber gemacht. Und den Fond habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe noch Markbeine genommen und das Gerippe von der Ziege. Habe das auf 250 Grad geröstet. Habe parallel Möhren, Porree, Sellerie, Tomaten, Zwiebeln angeröstet. Hier schon in der Pfanne. Dann habe ich das mit Rotwein abgelöscht und die gerösteten, die waren dann schön knusprig, habe ich auch nochmal draufgefahren. Und das habe ich dann 3 Stunden gekocht und habe es dann abgesiebt. Da hinten ist noch die ganze Sieberei. Das ist übrig geblieben. Habe ich mich nämlich gefragt. Was ist das? Genau, warte. Genau, und das ist von 3 Litern übrig geblieben. Wahnsinn. Ist nicht viel. Wie lange hast du das gekocht? 3 Stunden. Jetzt, also ist jetzt noch ungewürzt. Ich habe nur ein bisschen Salz drin. Thymian, Rosmarin ist auch noch drin. Es ist wirklich nur das Fleisch. Ist doch schon geil. Und habe es noch reduziert mit Butter. Natürlich. Also mega geil. Ist doch geil, ne? Ja, Wahnsinn. Und das ist noch der Trüffelhund. Fiorella. Sie möchte auch was sagen. Sie hat ihn schließlich gefunden. Genau. Gestern bin ich in den Wald, obwohl wahrscheinlich war es viel zu gefährlich, weil die sind so viel Bäume runtergekommen in Zürich. Und aber eine Stelle war frei und da sind wir dann hingegangen. Und dann lagen die, das blende ich euch auch noch ein, konnte man, weil im Sommer wachsen die Trüffel relativ weit an der Oberfläche. Also da kann sie eigentlich, wenn man ungefähr die Bäume kennt und die Stellen dann irgendwann, kannst du es auch als Mensch finden. Das ist das Tolle. Die liegen einfach so in der Erde. Also zu so einem Stück waren die draußen durch den Regen. Ich gehe mal gern nach Gewitter, weil dann spült der Regen nochmal den ganzen Staub weg. Aber das ist ja eh spannend, das wusste ich überhaupt nicht. Jetzt, bevor ich da durch meine Tochter in dieses Ja. Trüffel-Business reingesehen habe, dass es ja in den Städten viel Trüffel gibt, oder? Darf man das verraten? Oder Ja, ist das darf man geheim? verraten. Nee, das darf man auf jeden Fall verraten. Besonders, weil man muss ja erstmal, es ist gar nicht so einfach, sie dann wirklich zu finden. Ja, ja. Da, wo es wackelt. Also, Das hast du mir erzählt. Das ist ja irre lustig, da wo der Boden vibriert. genau, ist so ein bisschen, deswegen im Piemont und unten in Italien, da wo die Erdbeben sind, da gibt es ja die Albatrüffel. Kroatien, da wackelt ja auch die Erde so ein bisschen. Und hier wäre das dann bei Baustellen. In der Nähe von Baustellen, Kinderspielplätzen, Party-Locations, wegen dem Bass. Also da, wo du überall Also schon im auf- Prinzip, wenn ich auflege mit viel Bass, dann regelmäßig helfe ich
Trüffel zu fabrizieren. Ja, absolut. Wo man Ja, ich lege nicht mehr so viel auf, muss ich sagen. Schade, schade, das kommt schade. vielleicht wieder. Jetzt habe ich ja auch mehr Zeit, wenn ich nicht mehr fest engagiert bin. Ja. Und du bist ja auch Autorin, Grazia. Du schreibst lange, für auch unter anderem natürlich auch für Theaterclub 111, für deine Theatergruppe. Genau, und da schreibe ich immer mit Meret Marta zusammen, mit der Regisseurin, mit der wir dieses U-Boot-Stück gemacht haben. Genau. Hallo Merit! Das ist heute fast so. Na, ein ganz bisschen noch. Wenn du im Restaurant bist und der Kellner fragt, Frau Pergoletti, was hätten Sie noch gerne? Süß oder salzig? Was bist du für ein Typ? Salzig. Ja! Also mittlerweile bin ich sehr wie soll ich sagen, ich gehe sehr nach dem Gefühl. Dann bist du eine intuitive Esserin. Ja, mittlerweile. ganz genau. Was ich in der Kindheit wirklich auch total geliebt habe, und das gab es nur über Mittag, weil mein Vater hätte das niemals gegessen, aber meine Mutter und ich haben dann manchmal heimlich über Mittag Gerber-Fondue aus der Tüte gegessen. Ich fand es großartig. Aber jetzt mache ich das auch nicht mehr. Jetzt, wenn Fondue natürlich richtig. Ja, aber als Kind habe ich das geliebt, aber auch weil es halt so was Außergewöhnliches war. Wie die Pasta für andere außergewöhnlich war, war für mich das Fondue ganz speziell. Ja. Wahnsinn! Bon up. Kann man machen? Mal ins Fleisch. Der Wahnsinn! Kannst bleiben. Das hat mir eine Schauspielkollegin erzählt, dass ihr Vater immer gesagt hat, wenn die Mutter so gut gekocht hat, kannst bleiben. Es ist köstlich. Es ist der Wahnsinn. Grazia, ich danke dir, dass du hier warst. So toll. Dass du extra einen weiten Weg aus Bern gemacht hast. Super. Dankeschön. Ich danke dir. Es war mir wirklich, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du mich dann. Und es war ja eigentlich deine Idee. Ja? Ich hab doch mit Rula auf dem Sofa. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Mit Rula auf dem Sofa gesessen. Und dann dachte ich so, mit